Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Heute sprechen wir mal über aktuelle Ereignisse gerade rund um Shakes and Fidget, was gerade so passiert, was jetzt gerade aktuell ist und auch in Bezug auf das VIP-Paket, wann wir damit das nächste Mal rechnen können, etc. pp. Aber wir starten zuerst mal rein mit den aktuellen News zu den kommenden Events, die jetzt das Wochenende uns erwarten werden. Da gibt es nämlich eine kleine Änderung. Und zwar sind die folgenden Events: Reichtumsrauferei, Glanzparade des Goldes, Hexentanz, Tag der tollkühnen Tiere, Tag der verlorenen Seelen. Ja, dann haben wir hier auch schon die Vorschau fürs nächste Wochenende. Aber was halt hier zu beachten ist Folgendes. Und zwar hatten wir in der Info vorher für das Event Vorschau fürs nächste Wochenende Epic Kaufrausch mitgehabt. Und da gab es schon heute den kleinen ersten Aufschrei, sag ich mal, beziehungsweise erste Aufruhr, weil halt viele Leute gerade in Bezug auf die Toilette jetzt damit dann auch gerechnet und kalkuliert haben, dass jetzt auch Epic Kaufrausch-Event ist, sag ich mal, dass sich die Leute dann halt eben auch Epics kaufen können, um das weiterhin auch ins Klo jeden Tag zu schmeißen. Das fällt jetzt halt eben weg, weil halt eben die Vorschau vom letzten Wochenende wohl anders ist als jetzt die aktuellen Events. Da kam es wohl zu Fehlern, ja, dass es wohl eine Fehlinformation war, dass das Epic Kaufrausch-Event jetzt dieses Wochenende ist. Also für alle Leute, die sich jetzt darauf schon eingestellt haben, dieses Wochenende wird es wohl kein Epic Kaufrausch-Event geben. Ich persönlich, vielleicht erinnert ihr euch da noch dran, hatte euch auch gesagt, okay, dann haben wir jetzt ja nächstes Wochenende wieder Epic-Event. Das heißt, ich brauche mir jetzt nicht so viele Epics kaufen, da ich dann nächstes Wochenende damit auch noch mir welche holen kann, falls noch welche fehlen. So, jetzt bin ich da, ich hab mich da auch ein bisschen drauf eingestellt, muss ich persönlich sagen, weil ich habe jetzt auch hier nicht mehr sehr viele Epics am Start. Ich habe hier noch auf ein Alter Ego habe ich noch welche, da kann ich noch was reinschmeißen, aber das wird dann auch wieder bis zum nächsten Epic Kaufrausch-Event ziemlich knapp, weil auch ich mich darauf eingestellt hatte, dass ich mir im Notfall jetzt nächstes Wochenende, beziehungsweise das, was jetzt kommt, welche kaufen kann. Ist nicht passiert. Ja, deswegen muss man jetzt gucken, auf jeden Fall. Das ist natürlich dann eine doofe Angelegenheit für alle Leute, die sich dann halt eben darauf einstellen, dann sich mit Epics einzurüsten. Wie gesagt, gerade in Bezug auf die Toilette, weil halt viele Leute jeden Tag ein Epic reinschmeißen wollen. Ne? Jo, ansonsten gibt es jetzt mehr oder weniger neue Informationen und das ist wirklich heiß erwartet, sag ich mal, von vielen Leuten in Bezug auf das VIP-Pack. Ja, das VIP-Pack läuft da jetzt auch bald ab. 2 Tage haben wir jetzt hier nur noch Laufzeit, beziehungsweise ich jetzt zumindest, kommt drauf an welchen Tag ihr das am Wochenende gekauft habt. Und viele Leute haben ja schon direkt nach der Veröffentlichung des ersten Males vom VIP-Pack gefragt, wann gibt es das nächste Mal? Gibt es das dauerhaft im Shop? Kann es das irgendwie, kommt das jetzt nächsten Monat wieder? Großes Fragezeichen. Und ich hatte da daraufhin dann gesagt, wenn die das nicht rausbringen, einen Monat später, beziehungsweise da jetzt keine Information kommt, dann wird es dort einen Aufschrei von der Community geben, weil das halt so positiv angekommen ist, und gibst du den Spielern was Positives und nimmst du ihnen das dann wieder weg, sind sie natürlich mad. Deswegen, ich hatte vor einem Monat schon predicted gehabt, mehr oder weniger, wenn da nichts kommt, dann wird es wird es auf jeden Fall einen Aufschrei geben. Und was jetzt passiert ist, ist halt folgendes. Ja, ich habe hier nämlich noch eine zweite Info, die hier im Discord gedroppt worden ist, dass es noch keine weiteren Informationen zum VIP-Pack gibt und es ist sehr unwahrscheinlich, dass es vor dem 28.0 Update kommt. Ja, und selbst da würde jetzt ja nicht drauf unbedingt setzen. So, es war vorher schon der Fall gewesen, dass viele Leute nach dem VIP-Pack gefragt haben, zumindest nach einer Information, wie es nun aussieht. Ja, das Problem dabei ist, es gab nicht mal großartig eine Information, wie es mit dem VIP-Paket weitergeht. Ja, also es gab nicht mal ein großartiges Statement, beziehungsweise gab es nichts
nichts Aussagekräftiges dazu. Dann kam jetzt heute die Information, dass sie sich jetzt halt nicht darauf verlassen würden, dass es jetzt so schnell jetzt erstmal irgendwie jetzt wiederkommt und jetzt eventuell zum 28.0 Update, und selbst da ist es halt eben nicht großartig garantiert, dass es halt eben kommt. So, ne? Und ja, das ist exakt genau das Szenario, was jetzt eingetroffen ist, was ich vor einem Monat schon predicted habe. Wenn du den Spielern so ein geiles Angebot gibst und dann ja, das nicht regelmäßig kommt, dann wird es da hundertprozentig zur Aufruhr kommen. Und jetzt ist es halt eben im Discord ja, dazu gekommen, dass halt eben schon vorab viele Leute danach gefragt haben. Jetzt ist mehr oder weniger eine Antwort gegeben hat. Hier seht ihr übrigens Update 28.0 gegen Ende Oktober. Ja, dass halt eben sehr viele Leute danach gefragt haben, jetzt durch die Blume hinweg ihre Antwort bekommen haben und das natürlich nicht unbedingt gefreut hat. So, ne? Ich persönlich muss sagen, ich weiß nicht, was der Grund ist, beziehungsweise warum das so schwer ist, beziehungsweise Playa das nicht kommuniziert, wie es mit dem VIP-Paket weitergeht. Ob das vielleicht auch wirklich nur ein Test gewesen ist. Man kann ja wirklich sagen, falls es wirklich sich finanziell nicht für sie gelohnt haben sollte, kann man ja mit offenen Karten spielen. Ne? Aber dann hat man wenigstens eine Antwort, sag ich mal. Ey, das war ein Testlauf mit dem VIP-Paket. Das hat sich finanziell für uns jetzt nicht umgesetzt oder so. Ja, keine Ahnung, warum das passiert. Wir werden es jetzt nicht nochmal in Zukunft bringen oder so. Ja, dann wäre die Community natürlich extrem mad, aber sie hätten zumindest eine Antwort, weil was jetzt halt passiert ist, dass halt ja, Playa immer mehr oder weniger rumdruckst, ja, wie man so schön sagt, und gar keine Antwort gibt. Ne? Und das kann ich halt nicht nachvollziehen, was jetzt der Grund dafür ist. Ne? Ob sich das jetzt nicht gelohnt hat finanziell, war jetzt nur eine Vermutung von mir. Da möchte ich jetzt gar nicht irgendwie großartig irgendwelche Gerüchte oder sowas jetzt streuen. Das war jetzt nur meine Vermutung. Okay, warum wird darüber nicht kommuniziert? Weil es muss ja einen Grund geben, so, ne? Warum das jetzt nicht nochmal angekündigt wird, obwohl die Nachfrage nach dem VIP-Paket wirklich so dermaßen groß ist in der Community, dass halt wirklich, ne, vor einem Monat schon damit zu rechnen war, okay, ja, wenn da nichts kommt, ne, dann könnt ihr euch schon auf was einstellen, so, ne? Und ja, das war mehr als voraussehbar. Und jetzt ist halt eben der Zeitpunkt gekommen. Das VIP-Paket läuft für die ersten schon aus, beziehungsweise ja, je nachdem, wann man sich das an dem Wochenende gekauft hat. Und jetzt ist es halt eben bald für alle weg. Es gab noch keine Information großartig weiterhin dazu, wie es mit dem VIP-Paket weitergeht. Dementsprechend gab es natürlich auch gewisse Aufruhr innerhalb der Community, was halt eben jetzt nun damit los ist. Und ja, wie gesagt, es war komplett vorhersehbar, dass diese Situation eintrifft. Man hätte sie schon vor, keine Ahnung wann, man hätte sie schon vor 1, 2, 3 Wochen schon ja, entschärfen können, indem man halt eben damit offen kommuniziert, wie es halt mit dem VIP-Paket weitergeht. Ja. Seitdem das released worden ist, kam dazu dann halt gar keine Äußerung mehr. Kommt das jetzt nun einmal pro Monat? Wird das von Mal zu Mal angeboten? Wird das dauerhaft im Shop bleiben? Da kam halt leider gar nichts. Und das ist halt eben das, wo ich mich frage, okay, warum fällt Ihnen das so schwer, darüber offen beziehungsweise ja, zu kommunizieren, wie es jetzt mit dem VIP-Paket weitergeht, obwohl ja offensichtlich wirklich das Interesse so extrem groß ist, ja, dass man auf sowas dann halt eben eingehen müsste. So, ne? Deswegen, ja, das sind so aktuell die Informationen zu den Events, beziehungsweise halt eben auch zu dem VIP-Paket. Falls es da jetzt noch weitere Änderungen geben sollte, beziehungsweise irgendwelche News noch kommen werden in Bezug auf das VIP-Paket, ja, und da irgendwelche Statements oder Antworten zugibt, weil halt, wie gesagt, die Nachfrage ist riesig, die ist enorm innerhalb der Community. Da wird früher oder später noch irgendwas kommen müssen, weil halt sonst die Spieler, Player, sprichwörtlich die Bude einrennen. Ja, wie gesagt, das war schon mit Release des VIP-Pakets klar, dass die Leute das dann wieder haben wollen und ja, deswegen wird da bestimmt nochmal irgendwann irgendwie nochmal ein offizielleres Statement zu kommen, als nur dieser Discord-Beitrag. Es war ja nicht mal ein Beitrag, es ist aus einem Chat quasi entstanden, so, diese Antwort.
dass da definitiv nochmal irgendwann was kommt. Wenn da was kommen sollte, sage ich euch auf jeden Fall Bescheid in Bezug auf das VIP-Paket, aber erstmal sieht es wohl jetzt erst nicht danach aus, beziehungsweise ja, frühestens mit dem 28.0er Update, was ich euch ja im Blog gezeigt habe, was jetzt gegen Ende Oktober eventuell zu erwarten ist. Deswegen, ja, das auf jeden Fall erstmal soweit dazu. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhin auf dem Laufenden halten, wie es jetzt rund um Shakes Fidget gerade hier so weitergeht. Und dann soll es das auch schon soweit von mir gewesen sein. Lasst mich nur noch kurz mein Gold festgilden. Ja, ich habe jetzt die letzten 2-3 Tage nicht großartig hier ja, mein Gold aus der Alu festgildet und deswegen machen wir das jetzt nochmal schnell zusammen. Level nochmal ein bisschen den Account hoch hier, nochmal ein bisschen die Stat-Punkte pushen. Wir haben hier bald die 500 Millionen Durchschnittsschaden und das ist natürlich auch eine sehr, sehr coole Sache. Ne? Mein Ziel erstmal Richtung 800.000 Intelligenz hier auf dem Magier geht es jetzt erstmal weiter. Ja, das ist natürlich noch ein weiter Weg, aber die 8 da vorne sieht, denke ich mal, schon sehr, sehr mächtig aus. Ja, oder die 777 sieht auch sehr cool aus, denn wenn wir da alles voller 7 haben. Guti, so, Gold ist weg. Mal gucken, wie weit springt er noch hoch. Ja, ist auch immer interessant. Zack, okay, das war's soweit. Und ja, jetzt entlasse ich euch aber wirklich. Bis dahin alles Gute, haut rein und bis zum nächsten Mal.